werde das Ganze von meiner Seite aufzeichnen, also bitte keine Sorge, ihr könnt Kameras aktivieren, ihr könnt Mikrofons aktivieren. Hallo, ich bin der Kurt. Ich habe nichts mit dem Microsofties zu tun. Ich bin schlussendlich Lehrender an der HAG Steyr, habe auch wenig mit der PH Wien zu tun, unter Anführungszeichen, außer dass ich halt pro Jahr dankenswerterweise ein paar Fortbildungen machen darf. Habe aber an der HAG Steyr Mathematik als mein Hauptfach und Sport wird für mich nicht mehr unterrichtet, weil ich eben in der Abendschule nur mehr tätig bin. Montag, 3 Stunden, wie immer sagt, das ist meine ganze Unterrichtstätigkeit, ist wirklich live vor Schülern und somit kann ich euch relativ wenig aus der Praxis zeigen. Noch dazu, ich habe schon angesprochen, weil eben das, was ich mir heute mit euch anschauen möchte oder was ich vorbereitet habe, so brandaktuell ist. Und zwar wirklich jetzt seit ungefähr erst seit 3 Monaten einen Namen bekommen hat. Teach, Übersetzung halt immer automatisch auf Lehren. Microsoft Teach, eine neue App, die so wie Word, PowerPoint und Excel vielleicht von der ähm, Geschichte her 40, 50 Jahre gibt es schon, na 40 Jahre gibt es Word. Teach ist jetzt wirklich eines der neuesten Produkte, aber halt speziell für den Bildungsbereich entwickelt. Und so wie es halt bei allen anderen Apps und Dingen ist, ich mache gleich mal da die Demo-Umgebung auf, damit ihr gleich mal das so auch seht. Da tut sich immer etwas aus der Microsoft-Welt. Ich will euch das nicht verkaufen. Ganz im Gegenteil, ihr braucht so und so nichts zahlen für das, weil sobald ihr einen Schul-Microsoft-Account habt, als Lehrender, das ist jetzt eben die Grundvoraussetzung, dann könnt ihr unter dieser Adresse, ich werde es auch nochmal kurz in den Chat reinposten, bitte auch den Chat nutzen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Dinge da speziell anmerken möchtet. Da schaue ich mal mit oder versuche ich mal mit dem Auge hinzuschauen. Diese Teach-App, diese Lehren-App, die da auf der Seite wahrscheinlich bei jedem von euch, der sich jetzt mit seinem Microsoft-Schul-Account einloggt als Lehrender, aufgetaucht ist, ungefähr seit Oktober, November. Die ist wirklich genauso wie alle anderen Apps, die da unten irgendwo versteckt sind mittlerweile. Einfach das Commitment von Microsoft, okay, wir wollen den Lehrenden irgendwas in die Hand drucken und was aus dieser ganzen KI-Blase angeschoben wird und befeuert wird. Das hat einmal grundsätzlich nichts mit irgendwelchen KI-Lizenzen oder mit Copilot und so weiter zu tun. Das vielleicht nur zur Sicherheit, wenn ich nochmal kurz darüber raufklicke, da gibt es eben einen neuen Chat, das ist sozusagen das Willkommensfenster und da bin ich im Copilot-Chat-Modus drinnen. Bei Lehren kommt auch sehr, sehr viel KI vor und es ist eine App oder ein Zugangspunkt, wo ich sehr viele dieser Dinge, ich sage jetzt nur als Beispiel, da gleich mal was wir uns heute anschauen werden, Quiz mit KI aufbauen kann. Und mein Ziel ist halt tatsächlich einfach zu zeigen aus der Praxis, also nicht aus meiner Unterrichtspraxis, sondern einfach ein bisschen zu zeigen, was geht denn da, was funktioniert denn da schon alles, was wird da noch kommen, wo sind Einschränkungen, wo muss man das Ganze auch noch suchen oder erwarten. Bitte, wenn ihr da bei euch das ein bisschen anders ausschaut, nur zur Sicherheit. Ja, ich habe da Haufen Chats schon auf der Seite, ich habe meine Apps hier von dem Microsoft-Universum und vielleicht das wichtigste Unterschied ist, ich habe hier den sogenannten Vorschau-Modus aktiviert. Was heißt es? Mein Tenant, meine Schulumgebung ist eben in einem Vorschau-Modus eingestellt. Das kann eigentlich jede Schule machen und deswegen habe ich da, wer gleich einmal schaut, vielleicht im Vergleich zu sich, ich habe da schon 4 so Kategorien und diese 4 Kategorien, da steht zum Beispiel auch schon 4 neue Werkzeuge oder 2 neue Werkzeuge, werden halt bei meinem Account, das ist immer mein Lehrer-Account, Dave Grohl, den ich da als Demo verwende, die sind da schon eingespielt. Also immer Geduld, das dauert immer bei Microsoft, bis das dann in dem Mainstream ankommt, teilweise 1, 2 Monate, aber in die Richtung geht's. Und bitte nicht verzweifeln, wie gesagt, wenn da jetzt auf einmal ein paar Dinge nicht vorhanden sind. Das Wichtigste ist, ihr habt es als Lehrende zur Verfügung zum Nulltarif. Also ihr braucht nichts extra zahlen, ihr könnt mit dem arbeiten. Und das Zweite, was ich dann zum Schluss nochmal zeigen möchte, dahinter stecken, wie zum Beispiel Word oder auch hier Forms, Dinge, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Und etwas, und das ist jetzt ein bisschen eine komische Welt, weil ich da gleich mal nochmal weggehe, auch etwas, was Microsoft im Hintergrund seit mehreren Monaten, eigentlich schon seit Jahren aufbaut, die sogenannten Learning oder Lernaktivitäten, ich sage es gleich auf Deutsch. Auch das ist eine eigene App,
die jetzt nur ein bisschen halt sichtbarer gemacht wird mit diesem leeren Menüpunkt. Also eigentlich bauen wir ganz viele Dinge in Word, in Forms und eben in dieser Learning Activities, in diesen Lernaktivitäten auf, die aber in verschiedensten Sachen dann wieder zusammenkommen. Jetzt, um das nicht zu verkomplizieren, ein bisschen einfacher noch zum Wegstarten, schauen wir uns diese einzelnen Werkzeuge an und wenn ihr Wünsche habt, bitte sagt mir es dazu und ich werde immer meinen Senf dazugeben in den nächsten 80 Minuten, was ich glaube, was recht gut funktioniert, was ich aber auch glaube, was nicht gut funktioniert, wo eben auch die Microsoft ist und da fange ich eben gleich an bei diesem Lehrplanplanung uns anbieten, eine Unterrichtsplanung zu machen, die aber natürlich weit weg ist von dem, was ihr vielleicht für euren österreichischen Unterricht unter Anführungszeichen braucht. Was meine ich damit? Wir sind es halt gewohnt, ich rede jetzt nur von meiner Wenigkeit, wir haben unglaublich viel Materialien in Form von Schulbüchern, wir haben unglaublich viel Unterlagen, das gibt es weltweit natürlich genau auch so. Und natürlich gibt es KI-Tools da draußen, die jetzt seit 2, 3, 4, 5 Jahren schon unterwegs sind, die sich genau auf das hinstürzen, ich möchte da Unterrichtsplanung erstellen. Die Microsofties haben da das eben mit einer ganz einfachen Eingabemaske gemacht und haben gesagt, okay, ich möchte da beispielsweise irgendeinen Text verwenden, irgendein Schulfach, ich habe da ein bisschen was vorbereitet, deswegen werde ich da einfach heute wieder zu meinem Lieblingsthema der Musik ein bisschen was machen. Ich kann auswählen die Klassenstufen. Achtung, das ist K12, das bedeutet Kindergarten bis 12 und dann auch Hochschulbildung noch dazu. Also nicht die Klasse 1 der Hack, die Klasse 1 der Unterstufe so ungefähr, sondern das ist wirklich dem Alter noch zugeordnet und dann sage ich, okay, ich möchte für die 10. Klasse, also das wäre jetzt in meinem Fall beispielsweise 2. Klasse Hack oder so etwas, möchte ich auf Deutsch oder auf irgendeiner anderen Sprache eine Unterrichtsplanung machen. Ich habe mir das da reinkopiert, vielleicht mache ich es ein bisschen größer, dann kann man es auch lesen. Wie immer mache ich was zum Thema Rockmusik und so weiter. Die Frage, die da schon kommt von der Patricia, geht das auch für Jahresplanung? Das Ziel ist jetzt da einmal eine, und das sieht man da unten, Dauer des Unterrichtsplans, Stundenplanungen zu machen, Sequenzen zu machen für gewisse Einheiten, egal ob die jetzt in Österreich 50 Minuten gehen, das kann ich auch einfach eintragen. Und noch keine Jahresplanungen, aber das wird kommen. Das ist die Idee dahinter natürlich auch, dass ich jetzt sage, zum Beispiel, da hast du meinen Jahresstoff, bitte teile mir das ein von September bis Juni oder Juli und das sollte dann irgendwie dann dazukommen. Das weitaus Interessantere für mich ist jetzt da vielleicht nicht so in Richtung Lehranfänger und so weiter, sondern dass die natürlich das vielleicht so abgeben können und bearbeiten können, sondern einfach, dass sie Ideengeber ist. Und speziell das, auf das muss ich immer hinweisen, weil wir das jetzt ein paar Mal sehen werden, für die Leute, die mit dem noch nichts da gehabt haben. Das ist ja alles eingebettet im Microsoft-Ökosystem von meiner Schule. Das heißt, wenn ich da jetzt noch mal kurz draufklicke, Cloud-Dateien, dann kann ich logischerweise auf alles zugreifen, was ich irgendwie in meinem OneDrive, in meiner SharePoint-Welt auch habe. Für viele ist SharePoint vielleicht nicht so ein Begriff, deswegen nur so viel. Ich kann da auf die OneDrive-Sachen, das ist das, was zu meinem Account dazugehört, zugreifen. Da habe ich einen Haufen Demo-Dateien. Oder eben unter Websites, das ist das, was SharePoint im Hintergrund eigentlich sind. Seht ihr auch, dass ich da einen Haufen meine Demo-Klassen und so weiter habe. Das sind genau die Dinge, die ihr vielleicht in Kursteams ja schon vorhanden habt. Also über jedes Kursteam hat eine SharePoint-Seite oder eine Dokumentenbibliothek und deswegen kann ich auf diese Dinge auch dazugreifen, auf zum Beispiel die Dokumente meiner Class of Rock und da irgendwas hinzufügen. Das werde ich heute ein paar Mal verwenden. Nicht nur eine Seite ist möglich, nicht nur ein Dokument, sondern da kann ich Words, PowerPoints, PDFs. In Zukunft sind auch ganze OneNote-Abschnitte und so weiter möglich. Zurzeit ist es leider so, dass ich eben nur auf die Standard-Office-Formate zugreifen kann, aber auch Dateien hochladen kann. Überhaupt kein Problem. Und auf was ich auch immer verweise ist, das ist ein riesengroßes Kontextfenster. Also ich habe jetzt da nur 287 Zeichen reinkopiert, aber ich kann da 10.000 Zeichen reinschmeißen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise irgendwie einen Wikipedia-Artikel oder irgendetwas habt, wo der Content drinnen ist, einfach in Textform, dann lasst ihr da natürlich ganz, ganz viel einfügen und dann sage ich, mach mal bitte draus eben die Unterrichtsplanung. Und auch an der Stelle sage ich was die Microsofties bestreben, ist dieses Hinzufügen von Standards. Das werden wir heute ganz, ganz oft sehen, dass praktisch hier, ich habe jetzt nochmal ausgewählt Schweiz Mathematik, weil heute leider Österreich noch fehlt, aber dass die ganzen Standards, die bei uns de facto über Kompetenzen oder eben über einen Lehrplan festgelegt sind,
hier auswählbar sind. Das heißt, es ist ein Unterschied logischerweise, wenn ich jetzt sage, okay, das ist Klasse 10 und ich mag es für Mathematik Schweiz, Mathematik, und dann sieht man jetzt den Strang, das passt natürlich nicht zu meiner Anforderung jetzt gerade, aber wenn da gerne hätte, die Schülerinnen sollen, das sind diese klassischen Kompetenzformulierungen, die gibt es in Österreich ja, also nur sind so nicht eingespielt. Ich muss immer raten, ich habe einmal rückgefragt, sie haben gesagt, ja, Jänner. Jänner wird auch diese österreichische Standardsatz dann vorhanden sein. Es wird sich dann noch ein bisschen was ändern, weil ihr seht, dass da schon ganz, ganz viele Länder drinnen sind. Unterschiedlichste Kompetenz, nicht Raster, sondern Kompetenz, Hintergründe unter Anführungszeichen. Und das muss natürlich sauber aufbereitet werden mit Filter und so weiter. Kommt da alles auch noch in Zukunft rein. Da braucht sich aber ihr nicht drum kümmern. Auf der anderen Seite, ich kann es zurzeit nicht hinschreiben. Mein Workaround, ich lasse das da mal geschwind weg, wäre, dass ich es einfach hier reinschreibe in den Inhalt und sage, okay, schau her, das ist der Lehrplan, bitte zu dem Lehrplan, das ist das Lehrplanziel, machen wir da Unterrichtsplanung dazu. Dann lassen wir das mal generieren. Und das, was da entsteht, ist jetzt einmal ein Vorschlag. Und so sehe ich sie ja immer. Wenn ich probiere das tatsächlich ab und zu, also nicht wirklich jede Woche aus, aber ich probiere das ab und zu aus, dass ich da mal eine Idee kriege, Moment einmal, was macht denn ich so zu diesem Thema XY in meinem Unterricht in Mathematik, und vielleicht gibt es ein paar Ideen. Speziell das ist für mich zum Beispiel persönlich interessant, dass ich dann immer sofort Lernziele rauskriege. Okay, was sollen die Schüler können? Weil die kann ich dann weiterverwenden, ich werde es mal auch kurz rauskopieren, um vielleicht dann in Zukunft irgendwelche Quizzes, irgendwelche andere Sachen dem anzupassen wieder. Und das ist schön alles ausformuliert, dann wird auch noch ein bisschen dargestellt, okay, du brauchst Materialien. Achtung, da werden keine Materialien jetzt zerstört, sondern es ist einfach nur mal diese Metaebene dieser Planung. Ja, dann stehen ein Haufen Ideen dazu. Zum Beispiel geht es da um 13 Minuten gesellschaftliche und politische Einflüsse auf die Rockmusik. Ich kann das in so einem Art Kacheln und so weiter verbinden, und deswegen habe ich da jetzt bearbeiten auch und anordnen, und deswegen habe ich da das geschwind aufgemacht. Da sieht man den KI-Aspekt. Ich brauche nichts mehr prompten, sondern durch dieses nette kleine Sternchen, da sieht man immer, da wird sofort die KI angeworfen und gesagt, okay, zu dem zum Beispiel gesellschaftliche und politische Einflüsse gibt es vielleicht die Ideen da dazu, und die kann ich eben dazufügen und kann es wieder weggeben oder kann man mehr andere erzeugen lassen und so mir schlussendlich ein paar Ideen zum Beispiel da darstellen, okay, ja, das ist vielleicht gerade nicht interessant oder vielleicht schon interessant oder was auch immer. Und kann aber das auch manuell befüllen. Also das ist einfach nur wieder so diese Idee, dass die KI schlägt was vor und dann füge ich mir halt einfach selber eine Inhaltsbeschreibung dazu, was ich da dabei haben möchte. Also selbst wenn ich gar nichts von der KI nehme, kann ich das auch, dieses Framework praktisch verwenden, um eben eine Unterrichtsplanung da zu machen. Das nächste, was wir da haben, vielleicht soll ich nur auf Übernehmen klicken oder klicken, ist, dass das Ganze nur mit der KI wieder beeinflusst werden können, okay, beeinflusst werden kann. Also macht den Tonfall zum Beispiel kreativer oder. Solche Sachen frage ich mir auch immer, wieso vollständiger E-Mail-Thread da steht. Ich weiß es nicht wieso, aber da kann ich ja ein bisschen auch noch reinschreiben, bezogen auf das, was schon da steht, ohne dass ich das Ganze wieder rauskopieren muss, irgendwo in einem anderen Werkzeug bearbeiten muss und so weiter und so fort. Sprachelänge ist irgendwie selbsterklärend. Und so ist mal die erste Weg jetzt, okay, jetzt habe ich einen Unterrichtsplan, der mir eben sagt, ich möchte 50 Minuten was machen, könnte auch Abschnitte hinzufügen. Und jetzt ist mal der Basisweg, ich mag das auf meinem OneDrive als Word speichern. Sage ich, okay, ich habe da den Titel Rockmusik und Zeitgeschichte. Entschuldigung, ich werde das vielleicht noch kurz Unterrichtsplan nennen, da noch vorher. Habe Unterrichtsplan, 50 Minuten oder so etwas. Dann wird nämlich genau der Titel da oben sofort verwendet, wenn das auf OneDrive speichert, in meinen Demo-Ordner da rein. Und das, was eben entsteht, ist nichts anderes als ein Word-Dokument, das auf meinem OneDrive liegt. Zurzeit ist es halt, in Anführungszeichen, nur ein Word-Dokument. Ja, ich kann es von da sofort rauskopieren, aber da kann man sich wieder vorstellen, wird es sehr bald, sage ich das Dokument eben auch gleich, die Möglichkeit geben, das direkt nach OneNote reinzubekommen. Und natürlich einfach auch Copy-Paste ist so auch schon möglich gewesen. Wenn ich dann nochmal zurückgehe, kann ich es einfach markieren und rauskopieren. Das Word-Dokument schaut genauso aus, wie man es eben erwartet, und kann da natürlich noch weiterarbeiten. Aber es ist ein One-Time-Shot. Das heißt, jetzt ist das Word-Dokument erstellt, liegt auf meinem OneDrive, und alles, was da unter dieser Unterrichtsplanung in diesem Werkzeug, in dieser Maske drinnen war,
bleibt einfach so. Also nicht, wenn ich da jetzt was verändert, ändert sich das Word mit, sondern das ist tatsächlich ein One-Time-Shot, also einmal rauskopiert und da einfach in ein Word dann dargestellt. Da kann ich natürlich noch weiterschreiben, ist überhaupt kein Problem und könnte da noch weiterarbeiten. Schön wäre es logischerweise, wenn man das noch viel mehr anpassen könnte auf zum Beispiel eben Jahresstoffplanungen und. Oder eben Sequenzen, Epochenunterricht und was ihr da alles so mögliche braucht. Aber ich gehe nochmal kurz zurück, wirf diesen Sache nochmal. Es sind halt zurzeit einmal so klassische Dropdown-Menüs, wo man nicht wirklich was reinprompten muss. Das ist halt dieses Point-and-Click-KI-Geschichte. Oder ich schreibe da einfach nur mehr dazu bei dem Inhalt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man genauso wie bei anderen Dingen einfach da ja tausende Sachen noch dazu schreiben kann. Ich gehe ganz zurück zu diesem Unterrichtsplan und verweise immer das, mehr ist bald verfügbar, wird natürlich jetzt spannend, was wir auch den Microsofties, was ihr den Microsofties Rückmeldungen gebt. Also ich sage wirklich, das wäre ganz wertvoll, wenn wir unsere österreichische Lehrendensicht oder wenn es eure Lehrendensicht da reinbringt und sagt, das ist unbrauchbar oder wir brauchen das anders oder, weil die Microsofties ja keine Lehrer sind. Die wissen nicht, was da rennt und das ist auch der Grund zum Beispiel, wieso Schweizerisch oder Schweizer Sachen oder norwegische Sachen auch immer schneller dabei sind, weil da jetzt sehr viel Feedback von den Norwegern zum Beispiel Richtung Microsoft gemacht wird. Die haben das sind ein bisschen schnell unter Anführungszeichen unterwegs. Gleich bevor ich da das zu dem nächsten gehe, zu dem Verlauf, also ihr seht, ich habe da heute schon ein bisschen was ausprobiert. Wenn Interesse besteht, kann ich es einfach anklicken, aber mir scheint immer wichtig, dass man es wirklich live sieht, auch die Probleme, die man dadurch vielleicht entstehen. Und da ist es jetzt praktisch nichts anderes als mein Unterrichtsplan, ist halt ein Typ, den du auch irgendwie sortieren kann, logischerweise, oder auch suchen. Wenn ich da jetzt eben Unterrichtsplan oder so etwas suche, dann wird natürlich genau das kommen. Ich habe ein bisschen mehr zu dem Thema gemacht und deswegen kommen halt da verschiedenste solche Ergebnisse. Ich komme nicht mehr zurück auf die Maske, also auf die Einheiten, die wir da gehabt haben, sondern das Einzige, was da noch vorhanden ist, ist schlussendlich das Word-Dokument. Das ist auch meines Erachtens ein bisschen ein Nachteil, weil vielleicht will ich genau von diesem Einheiten-Ding da irgendwie weitermachen und nicht wieder von vorne beginnen. Dann schauen wir weiter zum nächsten und da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass das bei euch wahrscheinlich, nein, ziemlich sicher, dass das bei euch nicht erscheint, vorhandenen Inhalt ändern. Das ist auch erst diese Woche am Montag bei mir zum ersten Mal aufgepoppt. Warum wahrscheinlich? Weil jetzt gerade in Großbritannien ist die große BET-Show, die größte Bildungsmesse der Welt. Und dort will natürlich Microsoft das auch weiter zeigen. Das ist, muss man sich vorstellen, 3 große Fürstbeförder. Und da möchten sie jetzt natürlich auch, sobald die Leute das besucht haben, da kommen Tausende, Zehntausende Lehrende hin, dass sie das dann immer ausprobieren können. Also ich glaube, Ende Jänner spätestens habt ihr diese vorhandenen Inhalte dann auch. Wieder zum Verständnis, was ist die Idee dahinter? Dass die Schüler, wenn da jetzt irgendwie steht, an Standards ausrichten, Anweisungen differenzieren. Ich mache mal das als erstes gerade. Das, was ich sonst auch überall machen kann mit jedem anderen Chat-Tool, ist klar. Dahinter steckt halt ein gewisser, nennen wir es mal, Prompt schon, der aber nicht sichtbar ist. Aber dass ich beispielsweise, ich habe da jetzt eben diese Lernziele von vorher irgendwie dargestellt, die Schüler kennen die wichtigsten Merkmale und so weiter, also genau das, was ich gerade vorher gemacht habe. Hätte ich gerne jetzt Anweisungen oder das sind Anweisungen, die irgendwie differenziert werden sollen. Oder ich mache jetzt genau etwas, das habe ich mir heute schon ein bisschen angeschaut, so klassische Anweisungen, wie es bei der Matura sind. Also das ist jetzt genau der Text, den ich aus der Deutsch-Matura außerkopiert habe. Verfassen Sie eine Textinterpretation, lesen Sie das durch und so weiter. Also dieser Text hast etwas zu erzählen und ist von der Person, da ist die Textbeilage gar nicht dabei. Es geht da jetzt eigentlich darum, dass man die Anweisungen, wie soll ein Schüler was machen, mit Hilfe der KI ein bisschen anpassen kann und sagt, okay, das wäre jetzt für Maturanten hoffentlich verständlich. Oder ich sage, ich möchte das wieder für Klasse 10 machen. Gerüst, ja, ein bisschen eine spannende Übersetzung, Schritt für Schritt, Beispiel, Antwort, Hinweise. Ich probiere es mal mit Hinweise aus und die Länge soll zum Beispiel erweitern. Das ist auch wieder eine schlechte deutsche Übersetzung. Also kürzer, länger, kürzer, mittel oder länger sein. Und dann lasse ich einfach diese Anweisungen neu generieren. Also schreiben wir einfach die Dinger um, sodass vielleicht ein bisschen klarer ist. Aha, da steht das genau drinnen, liest ein Kurzprosatext und da, man merkt, das ist so neu, dass das Hint auch noch gar nicht übersetzt ist, dieser Hinweis, sondern es steht einfach nur auf Englisch da.
Und man kann jetzt einfach so sagen, gib Beispiele für sprachliche Mittel im Text. Das heißt, auch diese KI-Vorschläge, die jetzt da für mich gemacht werden, die beziehen sie logischerweise schon auf das, was da irgendwie steht. Oder formuliere Tipps zur Gliederung der Interpretation. Ich mache mal beides, klicke das an und formuliere Tipps und lasse den Inhalt da jetzt neu generieren. Also nicht eine Aufgabe zu erstellen, sondern das, was eigentlich vor der Aufgabe kommt. Ich bin oft vielleicht blauäugig oder so weiter, aber ich merke dann oft, dass gerade in der Mathematik oft das Problem drin besteht, dass die Leute nicht wissen, was zu tun ist, und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, jetzt eben ganz, ganz schnell so verschiedene Anweisungen zu bekommen. Jetzt hat er schon Hinweis 1, 2, 3 geschrieben, wo ich das ein bisschen mit Anleitung schreiben kann. Machen wir noch was anderes, machen wir zum Beispiel Beispielantworten. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ja ich da den Text nicht dabei habe, mit etwas zu erzählen, aber das sieht man schon, das ist irgendwie so Einleitung, Zusammenfassung. Also das ist schon ziemlich gute Anleitung, wie man vielleicht das machen möchte. Es löst nicht die Aufgabe, das ist klar, sondern es geht um die, um die Anleitung, um die Textinterpretation. Und um nur mal was auszuprobieren, jetzt probiere ich das Gleiche für die Klasse 1 nochmal neu zu generieren. Dann wird natürlich bei der Sprache extrem noch justiert, dass das eben kürzere, nicht hochkomplexe Sprache ist und so weiter. Und genau das, wie man es da irgendwie so gesehen hat mit diesen Auswahlfeldern, da wird, also erwartet jetzt ganz einfach, dass da einfach noch viel, viel mehr so Auswahlfelder und Feinjustierungen und so weiter kommt. Da kann ich nichts leider hinzufügen zu dieser Textdatei, sondern das ist dann auch so, ich muss mich auf eine Datei beziehen. Und das ist vielleicht interessant, wenn ich jetzt da wieder Inhalt hinzufüge und ich probiere gerade was aus. Ich habe da diese Klausur der Mathematik einfach. Also das ist die Aufgabe vom 13. Jänner. Und jetzt probiere ich einfach ganz brutal was aus. Schritt-für-Schritt-Anleitung, und es sollte möglichst original sein. Machen wir es einmal so. Ich habe das noch nicht ausprobiert, deswegen machen wir das mal live. Der durchforstet jetzt praktisch die gesamte Matura und versucht eben das, was da unter Anweisungen drinnen steht. Christoph und manche Mathematiker wissen, dass da am Anfang irgend sowas drinnen steht mit Hinweisen zur Aufgabenbearbeitung und so, kreuzt du das an und so weiter, und auf das bezieht es jetzt ein bisschen und versucht das ein wenig umzuschreiben. Und genau diese Sache liest die Aufgaben langsam durch und so weiter und so fort. Also das so als kleine Idee, nicht die einzelnen Aufgaben, weil das war jetzt natürlich eine Matura mit, weiß nicht, 20 Seiten, wo die einzelnen Aufgaben jetzt dargestellt worden sind. Müssen ein bisschen genauer reinschreiben. Schauen. Wieder auf OneDrive speichern, wieder kopieren, ist wieder genau das gleiche. Ich gehe wieder zurück zu dem. Nächster Block. An Standards ausrichten kann jetzt genauso kurz abkürzen. Die Standards gibt es noch nicht. Das ist nur von der Idee her, wir haben halt, ich mache es immer mit dem Beispiel, in Österreich so und so an Standards ausgerichtete Unterrichtsinhalte, weil wir einen Lehrplanbezug haben bei den ganzen Schulbüchern, bei den ganzen Sachen, die werden ja nur approbiert, wenn es genau diesen Lehrplanstandards entsprechen. Und so ist jetzt die Idee jetzt von der internationalen Seite her, beziehungsweise wenn da eine Datei hochlad von einem, keine Ahnung, Skript von der Uni, das irgendwie Mathematik darstellt, dass ich dann eben versuche, okay, kannst du das bitte vielleicht irgendwie versuchen, das Ganze an diesen Standards da irgendwie auszurichten und zuzuordnen. Mache ich jetzt gleich gar nicht, weil wir haben eh keine österreichischen Standards da, und da ein bisschen um Zeit zu sparen. Was ich machen möchte wieder ist, wenn ich gleich zum nächsten weitergehe, da habe ich mir nämlich auch was dargestellt, Leseniveau anpassen. Da könnt ihr auch wieder ein bisschen was mit Englisch und so weiter darstellen, aber ich habe mir, nicht nur aber, sondern ja, ich habe mir den Englisch-Lesetext da reingeholt. Das ist, oder rauskopiert. Das ist so ein Link, ich zeige es ganz kurz. Ich hoffe, ich habe den Link da irgendwo noch. Aha, hat man eigentlich abgespeichert. Wo ist der? Wo ist der hin? Ansonsten nur so zur Erinnerung, es gibt auf der SADB das ja als Download. Ich bin kein Englischlehrer, aber ich kann da ja die ganzen Lesetexte da mir runterladen, beziehungsweise die Anleitung, und dieser Lesetext da, das ist The Temptation of Money. Das ist dieser Lesetext dazu, wo die Schüler dann irgendwas ankreuzen müssen. Nehme jetzt einfach als Beispieltext her. Und wieder die Idee ist ganz einfach, diesen langen Text, könnt ihr auch mit einer Datei machen, wieder an ein gewisses Leseniveau anzupassen.
Also ich sage, okay, das ist ein sehr vielleicht komplexer Text in Englisch, ja, Matura-Niveau, 3173 Zeichen, und ich hätte ihn jetzt gern für eine Klasse 5 angepasst. Also der wird jetzt wirklich einfach umgeschrieben, und das ist vielleicht interessant, weil in dem Text eben so Schlüsselbegriffe vielleicht vorkommen wie Temptation oder Civic Honesty und so weiter und so fort. Die kann man noch mehr solche Schlüsselbegriffe da rausholen lassen. Return Rates oder Motives, glaube ich, heißt das Ganze. Also bitte, die brauche ich aber schon. Also die sollen sehr wohl in diesem Text vorkommen, die sollen nicht ersetzt werden. Wir werden das gleich sehen. Auch das mache ich gleich mit dem Glossar hinten dran, dass jetzt der Text wirklich umgeschrieben wird. Eben da, imagine you find a wallet on the street, bla bla bla. Brauche ich nicht alles vorlesen und wieder, jetzt schon wieder rauskopieren, OneDrive speichern und so weiter mit dem Glossar da unten. Aber diese 3 Wörter sind logischerweise, wenn man da Temptation sucht, die kommen eben noch vor. Und Return Rates, weil ich es eben auch, ups, so würde ich das eigentlich machen und gleich suchen, damit man gleich weiß, die sind im Text immer noch drinnen blieben. Vielleicht auch interessant, um bestehende Texte kürzer zusammenfassen. Also nehme jetzt irgendwelche literarischen Werke, bitte ein bisschen aufpassen mit Copyright und so weiter. Aber dann kann ich halt das anpassen an die jeweiligen Klassenstufe und auch wieder umschreiben. Also wieder sagen, hey, verwende kürzere Sätze, oder ich habe es jetzt auf Englisch probiert, schreibe das Ganze vielleicht nur auf amerikanisch-englisch um, oder. Ihr wisst, was ich meine dahinter. Einfach ein paar Ideen bekommen. Wie ich das erste Mal gesehen habe, haben wir gedacht, naja, das wäre eigentlich ziemlich interessant, jetzt von meiner Seite, aber das ist nur mein kleiner Spleen, von der Mathematikseite auch tatsächlich wieder komplexere Begrifflichkeiten, komplexere Texte, die aus Wikipedia, was ist der Differentialquotient, das ist für mich der Klassiker, ja, dass man das auch tatsächlich so wieder den Schülern über einen Text hinbringt. Ich glaube, dass auch in Mathematik die Lesekompetenz extrem gefördert werden muss, um damit die richtigen Begrifflichkeiten wieder verwendet werden und nicht nur einfach, ja, ich weiß eh ungefähr, was das ist. Aber das ist nur so mein Spleen. Wieder auf OneDrive speichern, wieder kopieren, und immer wenn da so ein Knöpfchen steht auf OneDrive speichern, erwartet einfach in Zukunft, sagst du dann zum Schluss auch noch, dass das dann auch logischerweise in die anderen Microsoft Tools wie eben OneNote, das irgendwer verwendet, vielleicht dann wieder reinkommen wird. Okay, dann schau ein bisschen auf die Zeit, schau ein bisschen auf die Fragen, da kommt nichts rein. Schauen wir weiter zu den unterstützenden Beispielen hinzufügen. Auch da habe ich ein bisschen was vorbereitet, haben wir gedacht, zeige ich euch ein bisschen etwas. Und zwar eine ganz kurze Sache nur, also da brauche ich nur 50 Zeichen reinschreiben. Der Zusammenhang zwischen Musik und historischen Ereignissen im Besonderen, ausgeschrieben, der 1960er, 1970er und 1980er. Also da gibt es einiges an historischen Zusammenhängen logischerweise, und wieso ich das da mit historischen jetzt als Demo mache, ist, weil hier auch das gleich zur Auswahl kommt. Aus der realen Welt, aus historisch und wissenschaftlich, und wieder, das ist der erste Versuch. Also schauen wir, was steht da in 2 Monaten, was steht da in 2 Jahren, was ich da vielleicht so einen Beispieltypen auswählen kann. Ich nehme bewusst jetzt da das Historische, dann passt da dazu, möchte gern 3 Beispiele, und vielleicht schauen wir in die Tiefe rein. Ich kann das logischerweise in Copilot genauso machen. Ich will einfach nur immer darstellen, dass wir da eben in dieses Point-and-Click, in dieses, in jetzt vielleicht schon agentische Welt, in so Formularbedienungen reinkommen. Und dass da eben jetzt auch tatsächlich wieder gleich dieser Prozess, wie ich das nach OneDrive bekomme und mit dem Bearbeiten sehr, sehr rasch da dargestellt ist. Also nur zur Sicherheit, wenn ich Copilot im Chat starte, mache einen kurzen Exkurs und sage, okay, ich habe einen neuen Chat und schreibe das da einfach in den Chat rein, der Zusammenhang und so weiter, und dann schreibe ich hin, gib mir 3 Beispiele für das. Wird wahrscheinlich jemand sagen, ja, das gibt mir ja genau das Gleiche. Also ich kriege genau dasselbe, das Gleiche heraus. 1960er Protestkultur, vielleicht sogar noch viel, viel mehr, je nachdem, welchen Modus ich von OpenAI, von Copilot und Chat und GPT da verwende. Aber es ist halt anders dargestellt da bei dem Lehren, dass das da eben auch wieder 3 Beispiele historisch, und vielleicht steht irgendwann mal 10 Beispiele, und halt schon ein bisschen mehr in Richtung Bildung. Man kann die dahinterliegenden Prompts,
die kann man, oder ich habe es noch nicht gefunden, ich sage es ganz ehrlich. Wahrscheinlich, ich habe mir geschworen und aufgeschrieben, dass ich das mich auf die Suche mache, dass die wahrscheinlich eher auf GitHub irgendwo stehen im Hintergrund, dass man sieht, wie wird denn dieser Eingangsprompt jetzt wirklich noch bearbeitet, dass eben genau das dann so da steht, Example, Example, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso da immer nur Example steht und nicht Beispiel, weil das immer noch auf Englisch da dargestellt ist. Auch hier relativ einfach und schnell dargestellt, und deswegen gehen wir gleich zu den nächsten Sachen, die, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit brauchen, auch wenn da jetzt nur 2 Dinge vorkommen. Also dritter Block jetzt. Hausaufgaben und Einschätzungen. Auch diese Vierer-Einteilung ist von Microsoft so gewählt, Lehrplan, also so auf der Vorbereitung, irgendwie dann Unterrichtsmaterial oder irgendetwas noch zum Vorbereiten machen, dann irgendwie zum Beurteilen und dann auch für Prüfungsvorbereitungen. So ist das ein bisschen der zeitliche Aspekt, soll diese Kategorien einer Unterrichtstätigkeit irgendwie abbilden. Hausaufgaben und Einschätzungen fange mit dem an, dass jeder, also das glaube ich, das wertvollste Werkzeug ist, das jeder sicher mal ausprobieren wird und dann je nachdem, wie enttäuschend er das findet oder wie praktisch er das findet, dann auch weiter einsetzen wird. Also ich glaube, dieses Quiz erstellen ist das wertvollste zur Zeit von diesem Unterrichtstool und das, was am praktisch interessantesten sein kann. Und zwar habe ich da Folgendes vor. Ich habe da wieder ein wieder die gleiche Maske, was hätte man denn gern und so weiter. Ich mache es jetzt tatsächlich immer auf Deutsch und die Klassenstufe wähle ich wieder für die 10-Jährigen aus und mache da jetzt, obwohl ich nicht Geschichte unterrichte, aber für das Schulfach Geschichte kann da oben auch einfach, hätte auch anklicken können. Und jetzt versuche ich mal kurz da, erstelle ein Quiz zu diesem Thema. Okay. Und da möchte ich auf ein Dokument verweisen, das ich mir heute vorbereitet habe, nämlich genau das da vor 5 Stunden. Ich mache das Dokument eher noch geschwind auf. Da kann man mehrere, 5 Sachen hinzufügen. Ich mache das kurz mal auf, damit man das auch sieht, wie das ausschaut. Und werde da noch ein bisschen dazu was sagen, dass ich das logischerweise auch nicht selber erstellt habe, sondern das ist einfach ein Word-Dokument, das ich mit Copilot, also mit einem ganz speziellen Copilot-Werkzeug, das ist der sogenannte Rechercheagent. Der Rechercheagent hat mir heute, da unten sieht man es, dieses gesamte Dokument, was ich euch jetzt dadurch noch kurz zeigen möchte, erstellt. Vollautomatisch, da habe ich nichts verändert. Also ich habe da einfach geschrieben, erstelle eine ausführliche Zusammenfassung zu diesen Lernzielen, die ich da reinkopiert habe. Dann hat er mir ein paar Sachen noch gefragt, dann habe ich noch gesagt, okay, nimm bitte auch die 1980er Jahre mit und diese Künstler und bla bla bla. Und dieser Rechercheagent, Achtung, der ist nicht freigeschalten bei euch kostenlos, hat mir dann nicht nur ein bisschen was geantwortet, sondern wirklich, wirklich viel rausgeschmissen, das ich dann unten einfach in ein Word exportiert habe. Da gibt es unten dann wirklich auch den Knopf, mache ein Word draus, mache ein PowerPoint draus, mache ein PDF draus oder sogar Informationsgrafik. Und das ist das Word, das da entstanden ist. Das heißt, da sieht man, dass da jetzt wirklich sehr, sehr viel recherchiert und zusammengeschrieben worden ist und speziell, und deswegen versuche ich da ein bisschen drauf zu klicken. Da ist alles auch mit Verweisen, mit nicht nur auf Wikipedia, sondern auch andere Webseiten sind da verwendet. Ich glaube, in Summe sind weit über 80 solche Verweise und Fußzeilen dann irgendwie drinnen. 94 haben wir da, 95, wo halt hauptsächlich natürlich Wikipedia verwendet, wenn ich jetzt draufklicke, aber es gibt sicher auch noch andere Quellen, es ist nicht nur Wikipedia. Und mir geht es jetzt einfach nur darum, dass ich einen Content habe, dass ich irgendwas zu dem Thema, was ich euch zeigen möchte und wieder auch zeigen kann, hoffentlich, die Werkzeuge, die Microsoft da für die, ich sag's, zahlenden Kunden dann hat. Das ist zum Beispiel der Rechercheagent eben. Die sind halt schon verdammt mächtig, weil ich halt direkt ein Word rausbekomme. Oder ich klicke dann einmal zurück. Auch solche Infografiken, wie es da oben drinnen waren, da wird nichts irgendwie von mir extra, das habe ich gar nicht hingeschrieben. Na, wirklich lang. Sondern das ist einfach so erstellt worden, direkt von dem Rechercheagenten. Da gibt es noch Haufen andere Möglichkeiten mit Quellen hinzufügen und sogar mit Computernutzung. Also, wurscht. Ich verzettelt mich, ich gehe zurück, das ist ein Dokument. Ich wollte nur klar machen, das ist auf KI basiert
oder von einer KI zusammengestellt worden. Und genau das verwende ich jetzt, um ein Quiz zu diesem Thema da darzustellen. Anzahl der Fragen, wieder die Standardschema hinzufügen und jetzt lasse ich einfach das Forms dazu bauen. Also es werden jetzt nicht nur Fragen generiert, das ist wichtig wieder zum Verstehen. Nicht nur, nimm bitte das Dokument und mach mir 10 Fragen dazu. Das könnt ihr natürlich auch machen, während das da so generiert wird, mache ich das einmal geschwind. Also im Chat kann ich immer nur sagen, ja, ich nehme das Dokument da dazu. Ich springe sehr viel hin und her. Ich hoffe, dass das klar ist, was ich gerade mache. Aha, das ist eigentlich das Dokument. Nimm das da her und dann sage ich, erstelle mir ein Quiz mit 10 Fragen. Dann macht er auch ein Quiz mit 10 Fragen, der Co-Pilot. Dann macht er auch natürlich vielleicht Multiple Choice, Single Choice und so weiter. In dem Fall sind es lauter Single Choice Fragen. Aber das ist eine Textsache. Das ist kein Quiz in dem Sinne, wo das ausgewertet wird und drum jetzt der Wechsel zu diesem Quiz-Sache. Es dauert anscheinend doch noch länger. Frage 1 von 10 wird erstellt. Ja, das Dokument ist ein bisschen länger. Ich habe mir gedacht, dieser kurze Einschub hat schon gereicht. Aha, unerwarteter Fehler. Dann gehe ich nochmal kurz zurück und damit wir da jetzt nicht nochmal länger warten müssen, klicke ich einfach auf das Quiz, was ich da heute schon erstellt habe. Und da merkt man jetzt, das kommt raus. Also das ist wirklich ein Formular, das eben mit 10 Fragen. Okay, das lädt aber anscheinend wirklich gerade langsam. Dann mache ich mal ein Forms auf. Vielleicht liegt es an dem, weil ich da noch nicht angemeldet war. Und der Hintergrund war, wie gesagt, dieses Dokument, damit ihr es auch ein bisschen überprüfen könnt, die Qualität oder das, was da irgendwie drinnen steht. Aha, da steht zum Beispiel die erste Frage, welche gesellschaftliche Bewegung wurde, bla bla bla, unterstützt. Naja, das steht logischerweise irgendwo in dem Dokument da herinnen. Bis hin zu, dass in dem Formular, in dem Forms, in diesem Quiz CCR da irgendwie vorkommt und eben genau dieser Song da von The Who eben auch zitiert ist. Also der denkt jetzt nicht irgendwas Neues, komplett Abwegiges aus. Ich meine, es passt ja zum Thema, aber genau diese Sache, My Generation und diese Sache kommt ja da und deswegen sage ich das da geschwind. Das kommt logischerweise auch hier wieder vor mit My Generation, wenn ich es irgendwo suche, findet man ja hier My Generation, dann findet ihr logischerweise auch in dem Dokument da erinnern. Also das ist wirklich auf dem Dokument basiert und nicht nur irgendwo was zum Thema dazu. Ob die jetzt gut sind oder nicht, schlecht sind, wie das zum Beispiel, wenn man das heute mit Schmunzeln durchgelesen, welche musikalischen Entwicklungen kennzeichnen die 1970er Jahre und dann kommen das als Antwortmöglichkeit, das müsst ihr wieder entscheiden, zu eurem Thema. Aber ich spare mir schon mal 10 Fragen mir zu überlegen, das ist mal das Erste. Und auch, wie zum Beispiel das da, ja, das ist klar, dass Led Zeppelin 4 von Led Zeppelin ist. Ja, das ist jetzt eine ziemlich müßige Frage. Aber man merkt da eben auch, dass dieses ganze Quiz erstellen da unglaublich viel Zeit gespart wird und ich kann ja immer nur sagen, ja, ich nehme nicht Led Zeppelin 4, sondern Led Zeppelin 3 oder sowas. Ich passe das einfach im Nachhinein an. Und das wird, glaube ich, der Haupteinsatzbereich sein, wenn man mit diesem KI, lass mir Quiz erstellen, mit Hilfe von Microsoft Lehren mit dieser App da arbeite. Da gleich wieder der Ausblick, sagst dann auch noch, genau diese Dinge sind alle dann in Teams dann vorhanden und werden auch in OneNote vorhanden sein, weil ich mich da jetzt bezogen habe auf ein Word-Dokument bei diesem leeren Erstellen. Bei dem Erstellen. Ups. So. Da wird es natürlich dann ganz spannend, wenn jetzt jemand, ich rede aus meiner Erfahrung, wenn ich dann eine OneNote-Seite habe, einen OneNote-Abschnitt und sage, bitte machen wir da jetzt draus aus diesem Inhalt, den wir da generiert haben, während des Unterrichts und so weiter, ein Quiz draus. Das zum Quiz. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen fahrig gerade oder ich hoffe, dass dieses Demo euch auch wirklich weiterhilft. Und natürlich kann man alles selber durchklicken. Und ich erwarte da, dass da noch einiges mehr kommen wird. Einschätzungen, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, welche Werkzeuge sie Microsoft hernimmt aus dem, was sie vielleicht schon haben. Forms gibt es ja schon 10 Jahre oder noch länger. Und da ist drauf, ist das aufgesetzt. Oder eben vielleicht noch ein paar andere Dinge wie
Reading Progress und Speaker Progress und so weiter, was ich da vielleicht kurz noch anteasert. Das nun zum Quiz, also da kommt dann wirklich auch die Möglichkeit des, alle die Sachen, die ich in Forms auch habe, mit Weiterteilen und so weiter, das ist ein Formular. Das heißt, wenn ich nochmal kurz auf die Übersicht gehe von Forms, dann wird das klar, dass das sind meine ähm, Quizzes, die ich vielleicht selber irgendwie erstellt habe. Und hier ist eben dieses Quiz der Rockmusik und Gesellschaft, das eben auch wirklich ganz normal in meinem Forms da auch abgelegt ist und ich da bearbeiten kann, weitergeben kann, präsentieren kann und so weiter und so fort. So, nächste Sache ist, Flashcards kommt dann bei Prüfungsvorbereitungen. Machen wir Rubriken. Was ist da der Hintergedanke? Dieses ganze Beurteilen, was in Österreich, und ich hoffe, das habe ich jetzt mit einem Link versehen, ja, da gibt es in Österreich ja auch schon nicht nur Tendenzen, sondern sehr lange jetzt schon mit der zentralen Reife- und Diplomprüfung. Wieder, ich bin kein Englischlehrer, gibt es diese Beurteilungsraster. Das ist für uns als Mathematiker oder für mich als Mathematiker, ja, da wird vorher die Hölle zufrieren, bevor wir von der Punktebeurteilung wegkommen und in Rastern beurteilen. Schauen wir mal, was die nächste Lehrplanerneuerung bringt und so weiter. Aber das ist in Englisch zum Beispiel ein Beurteilungsraster, der eben nach gewissen Sachen das beurteilt. Also da gibt es die gewissen Spektrum sprachlicher Mittel, Sprachrichtigkeit und was auch immer. Und so wird die Matura beurteilt. Und die gleiche Idee gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern überall, dass man eben gewisse Artefakte, gewisse Dinge nach Klassenstufe und so weiter und so fort ähm, nicht nach Punkte beurteilt, sondern einfach in einer Matrix, in einer Rubrikendarstellung. Und ich bleibe wieder bei dem, ich sage, okay, ich hätte gern 10. Klasse und jetzt mache ich dann einfach nur eine Songbeurteilung, wenn ich schon so irgendwie drinnen bin. Die Schüler haben vielleicht irgendwo, müssen die einen Protestsong schreiben in dieser Bubble, die man heute überlegt habe. Und dann sage ich, generiere mir eine Rubrik zur Beurteilung eines selbstgeschriebenen Songs. Ja, da konnte ein bisschen mehr schreiben, wieder die Standards, klick gleich weiter. Und dann sind wir schon im Auswählen. Wir haben in Österreich diese klassischen Rubriken sehr gut, gut, befriedigend, genügend, nicht genügend oder über das Maß, geforderte Maß hinausgehen und so weiter und so fort. Die kann man alle anpassen. Also da könnt ihr euch selber sagen, nicht nur ja, nein, erfüllt, nicht erfüllt, sondern wie es halt eben zum Beispiel bei der Diplomarbeitsbeurteilung jetzt ist, da gibt es ja auch diese Rubrikenbeurteilungen und. Kann ich das natürlich auch benutzerdefiniert anpassen. Ich lasse jetzt einfach so 4 Sachen ausgezeichnet, gutmäßig, schlecht und erschlagt man natürlich gleich wieder sofort, allein nur weil das ein Satz war, ja, das ist vielleicht musikalische Struktur schlecht, weil ich einen Text dann hochlade und beurteilen möchte, den ich selber beurteilen, nicht die KI macht das. Sage ich, okay, ich nehme diese Kriterien werden beurteilt. Denkt an sowas wie Arbeitsaufträge für Gruppen, denkt an irgendwelche Dinge, die wahrscheinlich jeder, der gerade mit Sprache was zu tun hat, immer irgendwie hernimmt. Also ich könnte tatsächlich jetzt sagen, auch in Mathe, ich nehme die Rechenfehler, ich nehme die Gedankenfehler, das sind meine Kategorien und dann werden Rubriken dann abgebildet. Also das wäre, wenn ich mir was wünschen darf, das wäre meine Idee, wie man vielleicht auch Mathematik in Zukunft beurteilen kann, dass man einfach nach gewissen echten Kompetenzen, Rubriken dann das beurteilt. Aber wurscht. So, was haben wir denn noch? Strafaufbau, rhythmische Vielfalt. Nein, ich mag noch ein paar noch andere Sachen haben. Ich mag dann noch vielleicht andere Vorschläge geben lassen oder eigene Sachen hinzufügen. Themenumsetzung, emotionale Tiefe, 80 gut da. Passt wunderbar. Und jetzt lassen wir diese Rubriken da einfach generieren. Bitte wieder nicht zu viel erwarten, sondern es geht wieder darum, dass hier diese Abstufungen ausgezeichnet gut mäßig. Ihr seht überall so kleine Möglichkeiten, da wieder noch rein zu pfuschen, beziehungsweise das zu ergänzen. Zu sagen, ja, eigentlich will das nicht ausgezeichnet lauten, sondern das muss irgendwie anders lauten, sondern Exceed Expectations, glaube ich, heißt es irgendwie bei Harry Potter oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Also das kann ich alles irgendwie anpassen und vielleicht mit Prozente oder sowas sagen. Aha, das wird da, es wird nichts berechnet, aber einfach nur die Bezeichnung der Beurteilungstiefe, nehmen wir es mal so, mir fällt nichts Besseres ein,
Und dann eben die Kategorien, die auch hier alle wieder bearbeiten kann. Das ist einfach nur eine Maske, die jetzt einfach ausgefüllt worden ist und ohne da jetzt zu tief da reinzugehen. Ihr könnt da unten was hinzufügen, ihr könnt das weiter ausformulieren. Was gefällt mir denn nur so? Kurze Zitate aus dem Songtext, sprachliche Bilder und Wortspiele gezielt erwähnen. Ja, das nehme ich nur geschwind. Und nur einen weiteren Vorschlag lassen wir da auch noch darstellen. Beispiele für gelungene Metaphern zum Beispiel. Ja, okay, und dann lasse ich das alles nochmal neu generieren. Wieder, ich muss ja nicht mit dem starten, sondern ich kann ja da alles neu formulieren, Neues abbilden und sagen, so soll das vielleicht, ist gute emotionale Tiefe. Wir sind da in Österreich sehr stark, oder Entschuldigung, sind da halt sehr stark nach Prozente und Punkte und was auch immer gedrillt. Vielleicht wird es dadurch auch ein bisschen interessanter, mal andere Sachen, gerade in Mathematik reinzukommen, als 50% reichen oder 48% reichen Wieder, ich speichere das gleich auf OneDrive, damit man gleich das sieht, dass da wieder nichts anderes rauskommt als ein stinknormales Word-Dokument, das ich wieder natürlich nachbearbeiten kann. Aber, und das ist mir jetzt noch wichtig, ich kann es auch in den Zuweisungen speichern. Auch das muss ich nur dann in einer halben Stunde hoffentlich auch noch zeigen. Was bedeutet das? Diese Zuweisungen, das sind die sogenannten Aufgaben, das Aufgabenmanagement, das wir in Teams machen. Ich mache es nebenbei schon mal kurz auf, damit ich es ja nicht vergiss. Diese Beurteilung von irgendwelchen Arbeitsaufträgen oder eben von diesem Songtext, den kann ich dann in Teams auch gleich hernehmen als Beurteilungskriterium. Es passt jetzt, glaube ich, eigentlich besser, wenn ich es jetzt gleich mache. Deswegen gehe ich da geschwind rein in dieses Aufgabenmodul von Teams und sage, okay, wenn ich da eine neue Aufgabe erstelle, die irgendwie erstelle einen Songtext und bla 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 darstellt, dann kann da irgendwie auf der Seite die Rubrik ja ausgewählt werden. Das gibt es ja auch schon seit 3, 4 Jahren, schon sehr lange jetzt eigentlich in Teams. Und da ist jetzt die Idee, okay, ich kann mir diese Rubrik tatsächlich auch hier genau so, das ist genau die gleiche Oberfläche, genau die gleiche Applikation, von Grund auf neu erstellen. Ihr seht, es ist genau dasselbe, was ich gerade gemacht habe. Oder ich habe gerade eben heute zweimal schon, aber ich habe gerade diese Songbeurteilung mir da reingespeichert und deswegen kann ich mir jetzt da auch auf das beziehen. Eben, das war das im Rubrik mittels KI erstellen oder eben auf das beziehen. Und dann habe ich hier in Teams genau diese Dinge, die wir gerade erstellt haben und hänge das einfach zu meiner Beurteilung dann dran. Und das bedeutet, dass dann beim Beurteilen, zum Beispiel Song erstellen, erstelle einen Protestsong, dass ich dann beim Beurteilen auch tatsächlich diese Kategorie mit Point und Click auswählen kann. Und dann wird, wenn ich vielleicht sogar auch noch mit Benotungen und mit Punkte arbeite, das auch automatisch wirklich dann zugewiesen, aha, so und so viel Prozent ist das und so weiter. Aber das würde jetzt schon wieder zu weit führen, beziehungsweise verlasse ich da gerade den roten Faden. Deswegen ist da gestanden eben dieses Rubrik-Grading nach Rubriken irgendwie zu exportieren, in Zuweisungen speichern, damit man dann eben weiterarbeiten kann. Zur Beurteilung auch in eine Excel-Datei hinterlegen. Es ist so, dass praktisch diese Beurteilung, wenn euch das nun genauer interessiert, man kann die als DocX herunterladen, man kann die auch als CSV herunterladen und somit habe ich es dann als Excel. Ich kann es nicht als Excel hochladen, ich kann es als CSV hochladen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ein bisschen träumen, der Beurteilungsraster da irgendwo von der SRDB als CSV vorliegt, dann kann ich den ja vielleicht so reinspielen in das Teams, in die Teams-Welt. Aber mit dem Erzeugen der KI wird halt immer was Neues erzeugt. Und das andere ist dann halt mit den Beurteilungen. Da muss ich vielleicht noch kurz sagen, ich hoffe, ich verstehe die Frage von Julian richtig, dass man bei den Bewertungskategorien ja da noch einiges einbringen kann mit den eigenen Berechnungen. So anders Webinar, unter Anführungszeichen. Also wo dann wirklich eine Note auf die 7. Nachkommastelle ausgerechnet wird, wenn du das haben möchtest, das ist eine prozentuelle Bewertung. Jetzt 30 Minuten. Weg von dem, wie gesagt, ich weiß nicht, was da noch alles noch kommt. Wir werden sehen und wichtig ist wieder Feedback. Nicht mir, sondern den Microsoft das Feedback hinterlassen. Was wäre denn da vielleicht noch interessanter, was man da irgendwie reinbringen kann?
Prüfungsvorbereitungen. Da sind jetzt mal die ersten 3 Learning Activities freigeschalten. Wie gesagt, auch die sind erst seit 2, 3 Wochen neu. Zuordnung, glaube ich, überhaupt erst seit 6 Tagen bei mir. Da war das, was vorher die Michaela gefragt hat, da kann man Flashcards erstellen. Das werde ich vielleicht gleich ausnutzen zu Beginn. Flashcards, die klassische Lernkarteisache. Die Idee hinter dem Ganzen ist, das sind jetzt Lernaktivitäten. Das heißt, das ist nicht zur Prüfung irgendwie gedacht, sondern da sollen Leute einfach Lernunterlagen haben. Und ich muss das wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Die Microsoft, das sind kein Bildungsunternehmen. Sie haben halt ein paar Einflüsterer, ein paar Ideen und haben halt gehört, wahrscheinlich ist dieses Karteikartensystem sehr weit verbreitet. Es gibt da 1000 andere Anbieter, auch mit KI schon, die halt sagen, okay, und da wird mein Lernmaterial erstellt. Ich mache heute bewusst keine Werbung, aber die haben sich auf das spezialisiert. Die haben gesagt, okay, wir haben Werkzeuge, das lassen wir uns aber was zahlen, kosten. Und dann kriegst du halt zu einem YouTube-Video komplett digitales Arbeitsblattl raus mit Zuordnungsüber, mit XY und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich glaube, bei Microsoft wird es nie so sein, wie jetzt diese ganzen Bildungsanbieter von KI. Aber Flashcards sind vielleicht mal eine nette Möglichkeit, nicht nur die klassischen Vokabelsachen da irgendwie reinzuholen. Ich habe mal wieder einen Lerninhalt da reinkopiert. Flashcards zu folgenden Lerninhalten erstellen. Wichtig, den österreichischen Aspekt ist nicht wirklich mitnehmen da bei diesem Inhalt. Es geht wieder um die gleichen Inhalte Rockmusik. Ich kann wieder Inhalte hinzufügen, wäre auch kein Problem. Probieren wir es mal auf Englisch jetzt. Ist aber egal, ich kann es auf Deutsch auch machen. Und sage, welche 3 Typen von Flashcards gibt es da? Begriffe und Definitionen, Frage, Antwort, Multiple Choice. Auch hier werden wieder mehr Sachen kommen. Und das ist für mich ganz wichtig, aus der Praxis Hinweise für jede Karte generieren. Flashcards haben immer Vorderseite und eine Rückseite, lassen wir es gleich generieren, wo eben Frage-Antwort, also wie zum Beispiel ein Multiple Choice hast. Es gibt auf der Vorderseite dann, das wäre jetzt gerade Single Choice und irgendwo kommt da jetzt ein Multiple Choice hoffentlich auch, wo eben 4 Antwortmöglichkeiten stehen oder auch nicht. Na, kommt schon irgendwas noch. Das machen wir noch weitere 5 generieren. Und da ist ja nicht dann gleich irgendwie wird überprüft, das ist richtig, was ich anhake. Das ist ja nicht die Idee hinter Flashcards, sondern es steht auf der Vorderseite was und es steht auf der Rückseite was. Wie hier zum Beispiel auf der Vorderseite steht eben genau das da. Okay, mit I've been looking for freedom oder was auch immer, das ich gerade im Hinterkopf höre. Und die kann ich natürlich bearbeiten, aber schauen wir uns das da irgendwie gleich mal an in der Vorschau. Es wird noch generiert. Dass eben diese Hinweise, die da stehen, halt vielleicht auch das Lernen ein bisschen unterstützen können. Wenn ich eben das nicht weiß, dass wer Barbara O'Reilly geschrieben hat, dann steht da irgendwas nur als Hinweis dabei, this British group is famous for smashing instruments. Dann kommt das vielleicht irgendwo mehr auch noch den Lerneffekt entgegen. Und das ist die Grundintention. Die Flashcards werden immer noch generiert. Naja, dann lassen wir es noch fertig generieren und ich verweise da gleich wieder, was man da alles verbessern, was man da verändern kann und von den Kartentypen auswählen kann. Jetzt wird es aber schon ein bisschen lang. So, jetzt haben wir es. Und das mal speichern und gleich mal in der Vorschau anzeigen, dass wir jetzt nämlich diese Lernaktivität haben. Also so schaut es dann wirklich aus, so konsumiert man das. Das ist jetzt wieder nicht nur Text, sondern das ist einfach wieder eine Umgebung, wo ich weiß, okay, da vorne steht die Frage, jetzt halt 4 Antwortmöglichkeiten und mit einem Klick kriege ich die Antwort, die halt die richtige dazu ist und hier sieht man eben diesen Hinweis, der da eben dann dargestellt wird, okay, vielleicht war es dann besser. Flashcard-System ist wahrscheinlich wieder jedem bekannt, sagt, ja, als Schüler, das habe ich gelernt, das weiß ich und dann kommt das nächste. Okay, Stairway to Heaven weiß man, glaube ich, oder Hinweis, ja, brauche ich. Ja, das habe ich auch gewusst. Und somit habe ich nicht nur das Kreieren jetzt abgebildet, sondern da sind wir jetzt bei Lernaktivitäten. Und das ist jetzt diese neue App, die ist auch im Hintergrund. Die können wir auch direkt ansteuern. Ich habe den Link gerade gepostet. Die können wir direkt im Browser, direkt im Internet ansteuern. Ich brauche nur mit meinem Lehrer-Account angemeldet sein und kann auch hier sofort Lernaktivitäten, solche Aktivitäten erstellen lassen. Also jetzt sind genau wieder die Flashcards, die Lücken und die Zuordnungen.
und das entspricht genau dem, was auch unter Lehren da gestanden ist, Flashcards-Lücken über Zuordnungen. Gespeichert sind es unter dieser zusammenfassenden App-Name Lernaktivitäten. Da habe ich immer ein paar ausprobiert und die bilden jetzt nicht nur diese Learning Activities auf, sondern eben auch gleich die Möglichkeit, das irgendwie mit Statistiken, mit Aufträgen, mit Aufgabenverwaltung, nicht wirklich Aufgabenverwaltung, aber wie das gleich wieder zu dem Schüler hinkommt. Wieder, was meine ich damit? Wenn ich da beispielsweise dieses Flashcards-Ding da nehme, dann gehört es mir als Lehrender. Also egal, ob das jetzt da oder da weggeht, ich habe es hier aus dieser Lernaktivität dargestellt. Das kann ich natürlich freigeben per Link. Achtung, 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 Achtung. Zurzeit ist es so, dass wenn ich auch den Link jetzt kopiere, dass das bei euch nicht funktionieren wird. Warum wird es nicht funktionieren? Weil dieses Learning Activities auf meine Organisation beschränkt ist. Das heißt, auch wenn ihr jetzt den zweiten Link im Chat probiert anzuklicken, wird wahrscheinlich eine Fehlermeldung kommen oder irgendwie so, du hast keinen Zugriff auf das. Weil eben diese Aktivität in meiner Organisation, von mir als Lehrer dargestellt ist, hat alles ein bisschen nicht nur rechtliche Gründe, sondern einfach auch mal, okay, ich will es ja hauptsächlich mal für mich machen. Ihr kennt so andere Werkzeuge, wo das natürlich dann für die Öffentlichkeit auch zur Verfügung gestellt werden kann. Wer weiß, ob Microsoft so eine Plattform aufbaut? Meine Vermutung ist nein. Also ich glaube nicht, dass es irgendwann einmal hier mit diesen selber erstellten Lernaktivitäten eine Plattform gibt, die irgendwie wieder dann ganz österreichweit die ganze Welt verwenden kann. Es gibt auch da noch nicht die Möglichkeit, aus bestehenden Sachen irgendwas zu suchen, was irgendwer anderer macht, sondern aus meinen eigenen. Was geben wird, Vermutung, educated guess, dass ich natürlich als Lehrender wieder super zusammenarbeiten kann und kann sagen, okay, ich habe mir Lesezeichen, ich habe mir Sachen von anderen Personen freigeben lassen, dass wir als Lehrende wieder zusammenarbeiten. Wie schaut das jetzt aber aus als Lernender? Also ich versuche ganz kurz noch einen Schüler zu öffnen, der jetzt genau diesen Link anklickt. Der kommt sofort auf diese Karteikarten und der macht jetzt im Schnelldurchlauf, das weiß ich, was ist bei Rockmusik? Ja, das ist eine komische Frage, muss ich nur lernen. Live-Aid weiß ich, ja, was ist da eigentlich gegangen? Okay, passt, wunderbar. Und ich klicke das jetzt einfach ziemlich wahllos durch, das weiß ich, sehr Gamification-mäßig, auch ein bisschen aufgebaut mit diesen, ich habe schon 5 in Folge dargestellt und weil ich es jetzt so schnell gemacht habe, sieht man eben auch, ich habe eins falsch gemacht, ich sehe auch von den Statistiken, wie lange habe ich gebraucht, was muss ich noch lernen und ich kann es nur mehr durchspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich kann das Ganze noch einmal probieren und jetzt mache ich vielleicht nur 2 Sachen falsch oder nur mehr Sachen falsch und dann wird das Ganze eben wieder mit protokolliert. Aha, jetzt habe ich 5 falsch gemacht und muss halt nur mal ein bisschen mehr lernen. Da kann man jetzt als Lernender hoffentlich schon ein bisschen das nehmen. Ich träume da immer so von, ja, da gibt es halt ein Set von gewissen Inhalten, die man immer wieder braucht. Beziehungsweise, ich schließe das, bin natürlich auch als Lernender, habe ich jetzt da das vom Dave Grohl, ist für mich als Lernender, Brian May bin ich gerade zur Verfügung gestellt worden und habe es auch als Sammlung da. Ich kann es nicht bearbeiten, Achtung, weil das eben nicht meine Activity ist, sondern ich kann es nur konsumieren. Ich kann es bookmarken und so weiter, das passt wieder wunderbar, aber ich kann es nur konsumieren. Der Lehrer, also wieder zurück zum Lehrer, der sieht sehr wohl bei dieser Flashcard, aha, das hat jetzt ein Studierender begonnen und abgeschlossen und ich sehe jetzt da die ganzen Statistiken drüber. Was vielleicht auch ganz interessant ist, aha, da gibt es 5 anspruchsvolle Karten. Suchen wir am wenigsten bekannt. Das dürfte anscheinend für meine Schüler, ja, jetzt ist halt ein Schüler nur, aber wenn ich es mit 10, 100, 200 mache, dann habe ich vielleicht ein bisschen einen Überblick. Das sind gute Fragen, das sind schlechte Fragen, und da müssen wir noch ein bisschen reinschauen. Dieses Framework da, wie man das nennt, oder dieses Rundherum, das war Microsoft da wichtig, das haben sie immer wieder betont beim Vorstellen, dass das eben nicht nur, ich habe einen Inhalt, sondern es wieder weitergeben. Ist ja eh normal, ist eh Standard, wenn man auf andere Plattformen auf alle Fälle schaut. Was tatsächlich jeden Moment oder jede Woche jetzt passieren kann, dass jetzt
immer mehr dieser Lernaktivitäten-Typen, ich komme dann eh noch zu den anderen dazu, veröffentlicht werden. Also der letzte Screenshot, den ich so gesehen habe, da waren schon 6 solche Aktivitäten oben. Ein bisschen überraschen lassen, was da noch alles kommt. Das habe ich noch nicht verraten. Und dass diese Lernaktivitäten jetzt in das ganze Ökosystem von Microsoft wieder reinballern. Irgendwo, wo ich zum Beispiel, ich versuche es wieder mit einem Demo zu versehen, wenn ich halt beispielsweise irgendwo, oder gehen wir gleich nach Teams rein, ein Klassennotizbuch habe, dann ist diese Lernaktivität, die ich da mit einem Link weitergeben kann, das ist ja freigeben, nichts anderes als ein Freigabelink. Und dann wäre es natürlich fein, wenn auch in meinem Klassennotizbuch, zum Beispiel auf einer Übungsseite oder was auch immer, das ist die Übungsseite zum Thema Rock, Übungsseite Rock, dass ich eben diesen Link jetzt auch nehmen kann und dann einfach so, wie man das bei anderen Dingen machen kann, auch hier ganz einfach einbetten kann. Das funktioniert noch nicht, aber das ist gerade das Top-Aktuelle, wo die Microsofties arbeiten und sie sagen, mit vielen Testereien und so weiter wird es wahrscheinlich im ersten Quartal dann funktionieren. Also genauso wie Forms. Forms haben wir schon, weil ich das da zufälligerweise noch offen habe. Forms ist auch einfach ein Link, den ich nehmen kann und in OneNote einfach reinschmeißen kann und dann wird er eben umgewandelt, wenn ich es natürlich auch noch sauber machen würde, in ein Quiz, das eingebettet ist. Genauso sollen eben auch diese Lernaktivitäten in die OneNote-Welt, vielleicht auch in die Word-Welt oder in die PowerPoint-Welt einbettbar sein. Also das wird schon interessant werden. Und das andere, das ist eine andere App, auch die sogenannten die Teaching und Learning Zone, so heißt das bei Microsoft mittlerweile, ist eine andere App, auch die arbeitet mit diesen Lernaktivitäten. Und weil ich gerade da bei Teams noch war, auch hier, das wird noch ein bisschen länger dauern, aber auch hier wird beim Erstellen einer Aufgabe, so wie da steht, Aufgabe, Quiz und Lernbeschleuniger, werden auch hier die Lernaktivitäten kommen. Also das ist halt, sagen wir mal, der große Bonus dann, wenn man in diesem Microsoft-Ökosystem unterwegs ist, dass es von verschiedensten Welten erstellen kann und in verschiedensten Welten auch benutzen kann. Also so wie hier erwartet, bitte einfach einen neuen Unterpunkt, wo steht Lernaktivitäten und dann einfach ausprobieren. Okay, also das waren die Flashcards. Dann noch kurz zu den Lückentextübungen, die wahrscheinlich auch bei euch noch nicht ganz frei geschalten sind oder noch nicht auftauchen und auch keine Wunder erwarten. Vielleicht so viel, das ist die wichtigste Sache, dass man da unten sich das zuerst überlegt. Ich fände es besser, wenn die Entscheidung da oben wäre. Nimm mir einen bestehenden Text, also so einen Text, der genau so sein soll, wie ich das gerne hätte. Ich mache jetzt ganz was Komisches wieder. Ich habe da einen Songtext rauskopiert und genau dieser Text soll so verwendet werden. Wir werden das dann gleich sehen. Man kann auch dann im Nachhinein noch das verändern. Ich kann auch wieder Inhalte hinzufügen, also irgendwelche Maturen und was auch immer hochladen und sagen, bitte nehmt den Text. Oder eben auch sagen, erstellen wir einfach zu einem gewissen Thema einen Lückentext raus. Achtung, das ist nicht nur eine Seite, wir werden es eh gleich sehen, dass wir es generieren, sondern das sind mehrere Abschnitte, die dann generiert werden. Auch aufgrund der Bildschirmgröße, unter Anführungszeichen, und das wird da gedacht hauptsächlich. Aber jetzt ist halt mal so eine erste Übung erstellt worden. Das ist der gesamte Text und ich kann auch weitere solche Übungen erstellen. Also wenn der Text länger ist, sind es einfach wieder solche Dinge, auch ohne KI. Also ich könnte jetzt da einfach sagen, mache eine neue Übung dazu zu einem anderen Lückentext, zu einem anderen Songtext, was auch immer. Was fällt mir denn nur eingeschwind? Na, ist ja egal, brauche jetzt nicht aus Zeitgründen da jetzt auch noch irgendwie dramatisch was suchen. Wichtig ist, und das sieht man da oben schon, dass die Lücken ganz einfach mit den eckigen Klammern dargestellt werden. Das heißt, da klicke ich geschwind rein. Das sollen die Dinge, die sollen die Leute einsetzen. Das heißt, ich kann sagen, ja, ich hätte gerne vielleicht hier das Ganze statt Teenage
Wasteland, nehmen wir einfach das ganze Teenage Wasteland dann her, dann ist das so blau hinterlegt. Und was auch ganz wichtig ist, es werden die Distraktoren, die Ablenkungen automatisch erstellt. Also, das sind mehr, ist jetzt ganz viel solche Wörter, das sind mehr, als was ich irgendwie dann einsetzen kann oder einsetzen soll. Und die passen auch ziemlich gut dazu. Also, was meine ich damit, wenn ich das da jetzt mir mal speichere und dann auch gleich anschaue, ist wieder so eine Learning Activity. Da werden wir die gleich mal wieder anschauen da. Dann ist es halt dieses klassische, setze hier ein, mach das Ganze und das ist einfach als Drag and Drop Sache dann dargestellt. Jetzt sieht man da als Teenage Wasteland, das irgendwie da oben hingehört. Ja, was auch immer. Brauche jetzt nicht ausprobieren und wird dann automatisch überprüft, wenn ich alle eingesetzt habe. Also sonst kann ich das gar nicht ausprobieren. Sonst gibt es da gar keine Möglichkeit, sofort auf Check zu klicken. Und es bleiben jetzt da ganz, ganz viele Sachen übrig, ist eh klar. Wieder das Ganze mit Statistik, wieder mit Freigeben, wieder wer hat es gemacht und so weiter. Wieder mit den anderen Programmen wieder irgendwo darstellbar. Und da wird es jetzt, glaube ich, schon ziemlich interessant, wenn ich dann, das ist ein Lückentext, das ist Zuordnungsübung, die jetzt noch zum Schluss kommt oder als nächste Sache kommt. Da ist ein Forms dabei. Also man kriegt jetzt schon sehr viel mehr Möglichkeiten, dann seine Lernunterlagen nicht nur so an einem Ort da irgendwie zu präsentieren oder eine einteilige Lernaktivität weiterzugeben, sondern das immer wieder kombinieren mit, da ist zuerst ein PowerPoint und dann kommt ein Text nur, den du lesen musst und dann hörst du nur irgendwas an dazu und dann kommen die ganzen Übungen dazu. Wir sind keine Content Creator, das ist mir auch immer klar, muss ich auch immer dazu sagen, aber es wird so ein bisschen einfacher, gerade weil der KI-Aspekt interessanter ist. Da Lückentextübungen. Wenn du keine Lernaktivitäten hast, die Michaela fragt es da, ähm, probiere nochmal ganz kurz den Direkt-Link aus. Entschuldigung, den ich gerade in den Chat gepostet habe. Und hoffe, dass du dort angemeldet bist als oder dich anmelden kannst mit deinem Microsoft Schul-Account. Vielleicht liegt es an dem, dass da nur andere Anmeldung im Hintergrund ist. Und da müssen wir jetzt dann weitergehen. Der erste Weg wäre einmal, sind diese Lernaktivitäten in deiner Schule überhaupt freigeschalten? Glaube ich einmal schon. Also hat der ITler da vielleicht irgendwann einmal gesagt, na, mache ich nicht, gibt es noch nicht, sind noch nicht zugänglich. Drum der Direktlink. Ansonsten müsste es eben der ITler freischalten und sobald das auch freigeschalten ist, wird es auch unter diesen Apps-Übersichten, wo alle Microsoft-Apps sind, eben auch da diese Kachel geben Learning Activity, die man natürlich auch anheften kann. Und dann habe ich es da gleich, so wie Stream, wie SharePoint, wie alle anderen, kann ich dann sofort eben auf das wieder zugreifen. Spätestens dann, wenn es eben in Teams, zu dem werde ich dann jetzt dann noch kommen, aber vorher noch die letzte Lernaktivität. Wenn es in Teams erscheint und so weiter, dann kannst du es vielleicht direkt von dort eröffnen. Zuordnungsübungen zu erstellen, auch hier wieder ein kurzer, einfacher, vorbereiteter Text. Das ist wirklich ein Memory. Ein Memory, das jetzt vielleicht für Vokabeltests, für Satz und Anwendung oder ziemlich gut geeignet ist. Da ist noch relativ wenig an Einstellmöglichkeiten, wieder Inhalt hinzufügen. Ich habe jetzt einfach nur kurz was geschrieben, damit zumindest etwas erstellt wird. Aber Farbe von 10.000 Zeichen kriegt es jetzt, wie riesig dieses Kontextfenster ist. Also 50.000 Zeichen, kann das nicht umrechnen in DIN A4 Seiten, aber das ist wahnsinnig groß. Das ist unglaublich, was man da alles reinschmeißen kann, um eben Zuordnungsübungen zu erstellen. Vielleicht gleich vorweg, lassen wir es mal auf Deutsch erstellen, dass hier nicht nur, da brauche ich noch ein bisschen Zeichen, bitte achte auf korrekte Schreibweise, aber bitte auch unbedingt zu Black Sabbath was
bringen oder sowas in die Richtung, mit dem diese 240 Zeichen habe. Ähm, Da kann man wieder ganz viel Zuordnungen erstellen. Also das sind nicht nur 10, das sind nicht nur 20, sondern ich kann immer da jetzt neu generieren, neu regenerieren. Jetzt sind einmal 3 erstellt worden. Beim Durchspielen wird immer eine Auswahl genommen. Also deswegen lasse ich da jetzt einen Haufen so Sachen erstellen. Da geht es ja gerade um Songtexte, Songs und ein paar zusätzliche Dinge. Also das ist Rockmusik, das ist eher Fahrt. Das tue ich da weg. Hier beim Bearbeiten, vorher bin ich über das leider drüber gegangen, deswegen zeige ich es nochmal ganz kurz hier. Bei den Flashcards hat man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt beim Bearbeiten. Hier ist es noch sehr, sehr eingeschränkt. Da kann ich zum Beispiel noch keine Bilder hinzufügen. Da kann ich wirklich nur mit Textsachen arbeiten. Auch da wird natürlich werden auch Bilder kommen, dann wird es nur lustiger, wenn ich dann irgendwie Alben und Rockbands zuordnen soll oder so etwas. Aber da steckt dann natürlich nur viel mehr Möglichkeit drinnen. Bei den, weil ich das vorher nicht gezeigt habe, zeige ich es nochmal geschwind. Bei den Flashcards gibt es das schon, dass ich Bilder auf die Vorder- und Rückseite hinzufügen kann. Achtung, diese Bilder sind nicht KI generiert. Also wenn da zum Beispiel steht Live Aid oder so etwas und ich probiere da ein Bild hinzuzufügen, dann sucht das Ding jetzt natürlich irgendwie in der Microsoft-Umgebung und nicht im ganzen Internet nach Live Aid. Das muss ich vielleicht nur noch liefern. Das sind nur kleine Einschränkungen. Da sage ich jetzt irgendwie da Rockkonzert. Gibt es vielleicht irgendetwas zum Thema Rockkonzert? Das passt überhaupt nicht zu Live Aid, weil das war Open Air. Gibt es was zu Open Air? Sag mal geschwind. Na, da kommt wieder nur das. Konzert. Oder Stadion, vielleicht noch das Stadion. Da bin ich natürlich nicht in der KI-generierten Welt, sondern da wird jetzt aus einem bestehenden Sammelsurium von Microsoft zur Verfügung gestellten Bildern zur Zeit einmal. Wieder immer zur Zeit, das sind so die ersten Sachen. Da bei den Flashcards gibt es die Bilder. Bei den Zuordnungsübungen, Memory-Spiel ist das zurzeit nicht vorgesehen. Und sobald ich das wieder speichere, ist es wieder im Learning Activities und wir schauen es uns gleich wieder an, wieder mit Weitergeben. Ist das jetzt eine Auswahl? Da sind jetzt ein paar mehr als 10 Fragen dabei und kommen tun immer auch auf die Zeit dargestellt. 1, 2, 3, 4 mal 4. Das kann man auch noch nicht einstellen, aber das ist auch natürlich angedacht, dass ich dann halt mehrere Pairs dann drinnen habe und dann, was gehört denn da irgendwie zusammen? Ohne mich da jetzt. Ja, das ist ein bisschen eine komische Sache. Habe ich nur irgendwas, nur damit man es fertig sieht. Da wird natürlich auf Zeit gearbeitet und das auch wieder mit den Statistiken und so weiter dargestellt. Das sind die 3 Lernaktivitäten, die jetzt erwartet es in dem Monat noch einfach, wo ihr es auch ausprobieren könnt, dass ihr jetzt im Jänner oder spätestens vor den Semesterferien im Februar, dass ich dann mit diesen Sachen arbeiten kann und da kommen dann nur mehr. Da kommen auf alle Fälle mehr noch rein und wer weiß, ob da auch noch andere Unterrichtstools reinkommen. Alles, was irgendwie sonst mit KI und Lehren und Lernen zu tun hat, wäre halt dann nicht mehr in dieser Kategorie, das ist jetzt irgendwo anders dann dargestellt, also bei Erstellen, beim Copilot Chat und so weiter, das ist heute nicht das Thema. Nur eben nach Teams noch einmal zu gehen, dass man merkt, wo klatschen die Sachen noch einmal auf und vielleicht habt ihr zum Beispiel diese Lehrplanplanung schon seit 1, 2 Jahren gehabt, aber ihr habt es noch nie dorthin geklickt. Und deswegen noch der Hinweis, dass bei jedem Team, oder ist eine Frage gekommen von der Anita, Schüler können Flashcards nicht erstellen, weil so ist zumindest jetzt der jetzige Stand, weil diese App Lehren einmal nur für Lehrer-Accounts, also für Leute zur Verfügung steht, die eine Lehrerlizenz zugewiesen haben. Wenn ich mich da mit einem Schüler-Account einlogge, der hat eine Schülerlizenz, brauche ich jetzt nicht machen, kann ich nicht machen,
der bekommt diese App Lehren nicht und probiert es aus oder probiert es aus, Anita. Ich glaube, dass er aber über den Link, über diesen Learning Activities Link, dass er da schon hinkommt. Das heißt, dass er da auf diese Plattform Lernaktivitäten kommt und da müsste er dann tatsächlich schon auch wieder Flashcards und so weiter das erstellen können. Natürlich auch cool, wenn Schüler das machen könnten. Das hat jetzt eben diese Unterteilung, was die Lizenz ist. Und genauso hat es auch die Unterteilung, wenn ich bei dem, ja, die beantworten dann zum Schluss, Evelyn, die Frage, wenn man bei den Aufgaben reingeht, habe ich eh schon gesagt, da wird unter Erstellen das reinkommen, auch wiederverwertbar und so weiter, ist klar. Hier ist eh schon ganz fett, lernen Sie den Unterrichtsassistenten in der M365 Copilot App kennen. Das sind genau die gleichen Sachen, die verlinken mir ja schon dorthin. Ich hoffe, dass irgendjemand, der mit Aufgabenmanagement in Teams arbeitet, das eh schon ziemlich penetrant wird, das immer dargestellt von Microsoft, dass das schon mal gesehen hat. Und da komme ich jetzt genau in die Richtung hin, Quiz generieren und so weiter. Dass da bei diesem Tipps diese Sachen auch immer nur mal dargestellt werden. Aha, Aufgabenanweisung mit KI, Lesen von Abschnitten und. Beziehungsweise auch diese Kursarbeit. Diese Kursarbeit, wo man ja mit Modulen arbeitet, da kommt das ursprünglich her. Dass ich da zum Beispiel bei so Modulen, ich mache da mal dieses Demo-Modul auf. Na. Dass hier ja Ressourcen hinzugefügt werden können. Dass ich sage, okay, da füge ich Ressourcen, Dateien, alles Mögliche hinzu. Das ist die Idee, ist ein bisschen außerhalb von Teach, aber ist die Idee, meinen Kurs zu strukturieren, so wie das Moodle, Edmodo, Canvas, wie das andere Learning Management Systeme auch machen. Dass dann die verschiedenen Aufgaben da dazu hole und so weiter und so fort. Und ihr seht, dass da Erstellen mit Copilot steht, beziehungsweise bei dem Plus auch Erstellen mit Copilot. Und dann komme ich genau auch dorthin. Flashcards, Lücken ausfüllen, Zuordnungen, Unterrichtsplan erstellen. Also da ist jetzt nicht diese Lehren-App dabei, sondern da sieht man diese 4 Dinge, die genau wieder den gleichen Prozess machen. Das ist nichts anderes als ein Embed, also eine Einbettung. Erstellen mit Copilot, dieses Fensterchen da. Und ich habe gerade mein OneNote geöffnet und wollte euch einfach nur noch kurz zeigen, dass auch OneNote im Kursnotizbuch genauso einen Knopf kriegt, wo drinnen steht Erstellen mit Copilot. Das heißt, dass auch hier direkt aus meinem OneNote im Desktop beziehungsweise auch in der Online-Welt, ja, ist der Schirm schon ausgeschickt, aber gehe nochmal kurz zurück, dass ich auch in meinem Klassennotizbuch, da gibt es ja auch die Kursnotizbuch-Registerkarte und da wird es auch eben einen Knopf geben, der heißt Erstellen mit Copilot. Und dann habe ich halt auf der Seite genau das mit, was ich gerade auch in dieser Teams-Welt gezeigt habe, mit diesen ganzen Learning-Activities und so weiter. Das ist deswegen so wichtig, dass ich das immer sage, was kommt, weil ich dann natürlich sofort auf die jeweiligen Inhalte zugreifen kann, weil ich mir auf das referenzieren kann und sagen kann, so wie da jetzt der Co-Pilot schon vorhanden ist bei mir, dass ich irgendeine Seite nehmen kann vom User XY. Habe ich da irgendwas erinnern? Nein, habe ich nichts erinnern. Irgendetwas aus der Inhaltsbibliothek vielleicht. Das ist so ein ziemlich generisches Ding. Da ist ein Arbeitsauftrag. Was habe ich denn da? Wichtigste Features von OneNote. Und dass ich dann eben auch genau die Dinge als Grundlage verwenden kann, um meine ganzen Learning Activities zu erstellen. Also da bitte ein bisschen einen Blick drauf werfen. Was habe ich nur? 10 Minuten, ja gut in der Zeit. Was habe ich euch nur mitgebracht oder was kann ich euch noch zeigen? Schaue ich wieder in mein Playbook ein bisschen rein, beziehungsweise die Fragen. Flashcards, ja genau, genau das greife ich noch auf von der Anita mit Flashcards und Lehrenden. Bitte genauso wie hier Lehren steht, werden die Schüler auch bei diesen Agenten, jetzt nicht diese Helfer und so weiter, werden die auch einen Learning Assistant, nicht der Learning Coach, die werden auch ein Learning Assistant, wie heißt der genau?
bekommen, wo sie dann praktisch auch solche Dinge, das ist vielleicht in einem Monat, kann ich das zeigen, wo sie auch hier direkt, so wie wir das Lehren als Lehrer haben, solche Wiederholungskapitel und solche Sachen erstellen können. Solche Zusammenfassungen, solche Lernaktivitäten, so wie ich es gerade vorher vielleicht versucht habe mit dem Chat, dass ich da irgendwas hingeschrieben habe, macht das Ganze. Aber dieser Lernassistent, Study und Learn Guide, so heißt er, sorry, jetzt habe ich es, der wird bei den Schülern da auch vollautomatisch aufklatschen, der natürlich auch wieder, sage ich mal, das Ökosystem von Microsoft bevorzugt, weil ich sage, da habe ich meine Unterlagen, auf das kann ich referenzieren und ich kriege dann, ist einmal so geplant, nicht nur diese Lernaktivitäten raus, diese interaktiven Übungen, sondern auch Pages, Loop-Seiten, wo dann Zusammenfassungen sind. Da kann ich so gut wie nichts zeigen. Vielleicht nur so viel könnte ich vielleicht angehen, damit das nur verortet ist. Das hat mit diesen sogenannten Co-Pilot-Notizbüchern ein bisschen was zu tun, wo ich dann sagen kann, ja, ich möchte zu gewissen Inhalten, da sieht man das da zum Beispiel Studienanleitung schon und so weiter, wo jetzt nicht nur Zusammenfassung kommt, sondern wo halt diese Inhalte drin sind. Ich wiederhole mich heute so oft, sorry dafür, aber mir ist wichtig, dass das ein Weilchen dauert. Also sowas da zum Beispiel macht dann das Study- und Learn-Guide und irgendwo ist dann vielleicht da noch ein Quiz eingebettet, weil es auch die KI automatisch erstellt hat. Da bin ich selber noch ein bisschen gespannt, selber noch am Drücker, selber am Warten, weil es sehr stark mit den Co-Pilot-Notizbüchern zusammenhängt und da nur viel Bewegung drinnen ist. So, was habe ich noch stehen? Hinweise habe ich schon weitergegeben. Nur in Richtung Schüler was. Na, das sollte eigentlich gewesen sein. Jetzt ist gerade noch eine Frage aufgepoppt. Gleich. Gehe kurz zurück. Die Sachen mal da geschwind alle weg, die ich nicht mehr brauche. Die Inhalte, die ich dort hinzufüge, werden die öffentlich freigeben? Na, auf gar keinen Fall. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, Julian, wieso die Learning Activities immer nur auf dem eigenen Tenant in der eigenen Welt funktionieren, weil das ist nicht öffentlich, das ist, kommt nirgendwo raus. Und da geht es nicht nur um Urheberrechte, sondern natürlich um andere Dinge auch. Ähm, Das ist so einer der, sagen wir mal, der erste Grund ist natürlich jetzt mal, dass das innerhalb der Organisation bleibt. Da hat niemand drauf Zugriff und auch die Dinge, die ich hochlade. Und wenn ich dann nochmal kurz zurückgehe in das Lehren und wenn ich auch hier zum Beispiel sage, okay, ich möchte da ein Quiz erstellen und zu dem kommt der Inhalt, den ich dort hochlade, dann würde das nirgendwo in die Öffentlichkeit hingeladen und auch nicht zu Microsoft, damit die irgendwas damit machen können, sondern das kommt ja in mein OneDrive rein. Das ist ja diese wichtige Sache, die seitdem es Copilot Business oder Copilot in der Schule gibt, dieser Unternehmensdatenschutz, der das einfach alles auch gewährleistet. Da hat weder Microsoft noch sonst irgendwer drauf Zugriff. Und ich weiß, ich wiederhole mich und mache vielleicht ein Fass ohne Boden auf. Aber das ist ja etwas, was jede Organisation und jede Firma, egal wer da draußen was anbietet, muss das ganz klar geklärt haben. Ja, da ist meine Schularbeit, wo kommt das hin? Was machst du damit? Und nur so als kleiner Nebensatz, bei ChatGPT dürfen die zum Beispiel in der kostenlosen Variante deine Schularbeit, Input, Output und was auch immer für das Trainieren der nächsten Modelle verwenden. Macht vielleicht Sinn, macht vielleicht nicht Sinn, aber das muss man einfach berücksichtigen. Und was machen Firmen, die solche Tools anbieten? Was machen die mit den Daten? Ich will nichts da päpstlicher als der Papst sein, sondern einfach nur ein bisschen drüber nachdenken. Und darum hebe vielleicht auch in meinen ganzen Fortbildungen immer dieses Ökosystem hervor, dass man das immer berücksichtigen muss. Ich habe ja da drinnen schon tausende Materialien und Sachen, auf die wir natürlich zugreifen. Ja, so ein One Last Thing, die Zeit ist eh schon fast um, aber die eine Frage mit dem schwarzen Mauszeiger, das mir wieder noch ganz Schluss wird. Ähm, Dieses Frontier-Programm wird sie auch nicht haben. Da sind jetzt auch ein paar Agents da und das ist eine Überleitung jetzt auch in die Werbung für morgen. Natürlich kann ich ganz viel solche Lernaktivitäten und Sachen auch über Agents mir erledigen. Also mein letzter Agent, den ich jetzt ein bisschen aufgebaut habe, weil letzte Woche wieder SADB war zum Beispiel, ich brauche einen
ähm, perfekten Schüler, der mir eben die Matura löst in Mathe. Und mit dem habe ich halt, den habe ich letzte Woche da eben wieder befüttert mit der Matura. Und wenn das interessiert, kann er dann nachlesen, was die Ergebnisse waren. Also sowas gibt es immer auch noch, jetzt komplett unabhängig von der Teach-App, dass ich mir eben auch solche Agents, solche Bruchrechnerhelfer und was sie da auf der Seite bei mir als Demos jetzt, dass man das alles noch selber baut. Das ist aber nicht heute das Thema und darum verweise ich da kurz, mache ich kurz nur Eigenwerbung auf morgen, weil ich das ja immer alles streame. Morgen um 16 Uhr und dann gibt es im Nachhinein wieder eine Aufzeichnung. Schauen wir das genau nochmal an, auch nochmal 1,5 Stunden, kurz und knackig. Dass man sich eben solche Agents ein bisschen selber baut, was man da berücksichtigen kann und was man berücksichtigen soll. Und vielleicht ist das auch noch so in einem weiteren Fall eine Lernaktivität, die ich damit generieren kann. Nicht so schön mit irgendwelchen Fill in the Gaps und so weiter, mit Applikationen. Aber das wollte ich nur kurz zeigen. Es gibt bei diesem Frontier-Programm, beziehungsweise es gibt mittlerweile auch einen App-Agent, der mir tatsächlich auch solche Apps, App-Builder-Agents, der man auch solche Apps basteln kann mit Hilfe der KI. Also ich weiß, ich komme schon weit raus, aber da wird es richtig, richtig spannend, wo das hingeht und dann baue ich mir halt einfach selber nur mal so eine App, die XY kann. Ähm, tausend Dank für eure wertvolle Zeit, die ihr mir da geschenkt habt. Das mit dem schwarzen Zeiger, soll ich schon dran, ist ja ganz einfach eine Windows-Einstellung. Und grundsätzlich, ich mache ja sehr, sehr viele dieser Webinare. Also die Seite erlaube ich mir jetzt da ganz brutal auch noch einmal zu posten. Das ist natürlich ohne irgendwelche also Anmeldung und so weiter. Danke, Christoph hat das nochmal da reingepostet für morgen. Ihr findet da alles, was ich in Zukunft mache. Und weil ich eben ganz, ganz viel dieser Webinare mache, ich glaube heute, ich habe es vergessen, aber in den letzten 1,5, 2 Jahren waren es schon weit über 200, aber ich glaube, ich bin bei über 500 Veranstaltungen, was ich schon so gemacht habe, wo eben auch genau das mit dem schwarzen Zeiger, mit der Lupe, mit dem ganzen Ding vorkommt. Lade ich euch ein, ich habe da am 3. Februar ausgeschrieben, auch so etwas, wo ich ein bisschen hinter die Kulissen blicken lasse, wie mein Setup ist, was ich da alles verwende, wie einfach das eigentlich ist, das mit dem schwarzen Zeiger ist eine Windows-Einstellung. Also einfach in die Windows-Einstellungen, Maus-Einstellungen schauen, wie das mit dem Produktionstool ist, mit Aufnahmen und. Also wer Lust und Zeit hat, ein bisschen zu sehen, was ich so mache im Backend, damit ich solche Webinare mache, der schaut einfach da vorbei. Kostet auch natürlich gar nichts, kann man sich einfach anmelden. Sonst nur eine große Chance, Fragen zu stellen. Ich werde von meiner Seite mal die Aufnahme wieder beenden und dann weiterverarbeiten.